So, jetzt noch etwas über den Klang dieser Schulterstütze, den Klangeinfluss. Wir haben hier den Adapter an der Geige. Direkt darunter sitzt ein massiver Klotz im Instrument. Wir greifen nur im massiven Teil. Das schützt das Instrument auch und ermöglicht auch einen freieren Klang. Wir haben keinen Druck von der Seite, sondern nur von hier oben und von unten im massiven Teil des Instruments. Das bedeutet, die Klangentfaltung des Instruments ist unbehindert und hat zur Folge, dass eben das Instrument viel freier schwingen kann. Jetzt das Teil selber, was wir da dran montiert haben, das Equipment, macht kein Geräusch. Also das ist alles fixiert und das Einzige, was jetzt hier passieren könnte, ist, wie ich schon gesagt habe, dass irgendein Teil lose ist. Lose Teile kann es entweder hier, weil die Schrauben nicht ganz angezogen sind, beim Kinnhalter geben oder dann eben hier bei diesem Teil, der nicht ganz auf Null ist und deswegen der dann ein bisschen mitvibrieren kann, aber wenn das am Anschlag ist, passiert nichts. So, und was kann noch sein? Es gibt zwei Sachen. Das eine, dass hier bei diesen Kugelkopfgelenken die Schmierung vielleicht nicht mehr so gut ist. Ich habe das erklärt, wie man dann bei diesen Sphären nachschmieren kann. Das andere ist, dass wenn das hier nicht zu stark angezogen ist, dann kann es einen Moment kippen und das kann ein gewisses Geräusch machen. Das kann ich verhindern, indem ich auch zum Beispiel hier mit dem dickeren Teil des Werkzeugs hier schön reingehe und zwar ganz tief, bis ich im Schraubenkopf drin angekommen bin und nicht mehr ausweichen kann. Dann gebe ich hier nochmal einen Tick und dann ist das absolut fixiert. Ja? Also nicht zu fest da drehen, sondern nur einfach richtig rein und dann nochmal einen Tick drehen und dann ist das super fixiert und kann dann nicht mehr bewegt werden. Lösen geht immer leicht in diese Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn. So, das andere ist nämlich, wenn man mit dem Instrument arbeitet, hat man ziemlich viel auch Rotationsbewegungen und ich habe jetzt hier das absichtlich so vorbereitet, dass man das genau hören kann. Also ich habe jetzt hier eine Rotation von oben beispielsweise. Was ist das? Das ist, dass der Adapter nicht fest genug angezogen ist und dadurch der Kork auf dem Lack vom Instrument reicht ein bisschen dieses Knarzgeräusch verursachen kann. Wie kann ich das verhindern? Ich nehme die Schulterstütze weg. Ich nehme das Tool, das hier oder das. Immer das dünnere dann nehmen, dann von der Seite gehe ich schön rein und hier aufpassen, dass man richtig schön gerade reingeht, dass man diese Schraube nicht kaputt macht. Eine kleine Umdrehung, kann man das lösen. So, und jetzt kommt der nächste Teil, wo ich jetzt auch zeige, wie ich gehe noch bei diesen beiden Schrauben noch ein bisschen nachziehen. Da kann man also ziemlich viel nachziehen. Also es ist nicht bei den früheren Kinnhaltern, wo man aufpassen musste, weil die dann halt irgendwo da oder da gedrückt haben und dann gibt es hier mit der Zeit diese Risse. Wir drücken hier erstens meistens hier im Endklotzbereich oder im Untersattelbereich und von unten auch. Und damit können wir eigentlich ziemlich viel anziehen. Und selbst wenn wir hier sehr, sehr, sehr stark anziehen, haben wir auf den Flächen immer noch weniger Druck, als es beim alten System ist, weil wir keinen punktuellen Druck haben, sondern durch dieses Schienensystem, was wir hier drin verbaut haben, können wir den Druck komplett verteilen auf die ganze Korkfläche. So, jetzt habe ich das nochmal ein bisschen nachgezogen. Wir haben übrigens auch
wenn das gewünscht wird, so ein Torque Limiter Screw, das heißt ein Schraubenzieher, bei dem man nachmessen kann, wie viel Anzugsdruck man ausübt. Der kann zwischen 0,2 und 0,3 sein. Da können Sie sich informieren bei uns und Sie kriegen auch so ein Werkzeug vom Webshop. Und damit kann man dann sicher sein, dass man sicher nicht zu viel anzieht. Aber wie gesagt, es ist fast unmöglich, zu stark anzuziehen. Wenn ich jetzt diesen Kinnhalter wieder drauf montiere, hier auch wieder schön zeigen, wie vorsichtig ich da reingehe. Immer schön gerade und rein, bis ich ganz drinnen bin mit der Spitze. Und erst dann anziehen, auch nicht zu feste. So, und jetzt fange ich wieder das Gleiche an. Dieses Knarzgeräusch ist jetzt weg. Also das knarzt jetzt nur noch von diesem Leder. Ich kann es hier nochmal zeigen. Also könnte sogar noch einen Tick mehr anziehen, aber so viel Kraft wendet man normalerweise nicht an. Also, aber wenn ihr spürt, dass es immer noch knarzt, Kinnhalter wieder wegnehmen, noch einen Ticken mehr, den Adapter anschrauben und dann sollte das eigentlich aufhören mit dem Knarzen. So, und jetzt zeige ich noch etwas anderes, nämlich diese Schraube hier. Es kann sein, dass die nicht ganz eng anliegt, sondern ein bisschen hin und her Spiel hat. Zum Beispiel bei der Carbon Edition haben wir das, dass das ein bisschen hin und her rutschen kann, ganz, ganz leicht. Und wenn jetzt diese Schraube auf 0 ist, dann kann sie noch ein bisschen bewegen. In dem Moment, wo ich sie aber auf den Anschlag bringe, so ohne dass der Winkel jetzt angehoben ist, da kann jetzt nichts mehr rattern. Also die Geige ist ja ein Klangkörper und alles, was schwingt, wird alles andere, was auch schwingen kann, in Bewegung setzen. Das heißt, wenn der schön am Anschlag ist, dann rattert hier nichts. Auch hier drin, es ist alles fixiert, da kann kein Geräusch entstehen. Also immer dran denken, dass der einfach am Anschlag ist. Man muss gar nicht hochdrehen, sondern einfach bis zum Anschlag. Und Anschlag heißt, dass diese Schraube hier, dieses Köpfchen, hier anschlägt. Ja? Braucht ganz wenig, das ist ein Feingewinde, damit das dann auch wirklich Richtung ab. Der Pfeil zeigt ja in diese Richtung, also schraube ich in diese Richtung, bis ich einen Widerstand habe und dann bin ich immer noch auf der Nullposition, aber da kann nichts mehr passieren.